das Wesen tönen. Das Wesen tönen. Das Wesen tönen hat sowas von universellem Klang. Also beim Tönen, wenn eine Gruppe miteinander tönt, hat ja jeder seinen eigenen Klang und das alles zusammen ergibt wie einen großen Überklang. Das ist so, wenn dann wie nennt man das nochmal, fällt mir jetzt nicht ein, es entsteht doch beim Tönen, am Anfang hört man jede einzelne Stimme und auf einmal entsteht ein Klang miteinander, aber nicht, weil alle den gleichen Obertöne, genau, nicht, weil alle den gleichen Ton singen, sondern weil aus dem gemeinsamen Klang ein Oberton oder Obertöne entstehen. Und das ist sozusagen Ausdruck, also es ist, als ob man so ein Universum zusammenschafft, also ein Klanguniversum, in dem alles vorkommt. So wie Meinungsforschungsinstitute interviewen ja immer eine repräsentative Gruppe von Leuten, so und so viele Leute von dem Alter. Und genauso finden sich beim Tönen Menschen, die zusammen eine repräsentative Gruppe sind und zusammen einen Klang erschaffen und dadurch auch wie eine Repräsentanz des Universums abbilden, weil das Universum ja auch ein Konglomerat aus vielem ist. Und das ist das, was beim Tönen auch entsteht. Und ich sehe eben das Wesen Tönen erschafft ein Universum. Also mit lauter kleinen, wie ein Universum mit lauter kleinen Tonplaneten, die miteinander schwingen. Sozusagen das Wesen Tönen ist wie ein kosmisches Ereignis. Deswegen hat es so eine starke Kraft. Es ist auch durch das Tönen ein Aufeinander einschwingen. Und dieses Wesen Tönen kann auch nur entstehen, wenn das viele Menschen zusammen machen. Also wenn ein Mensch tönt, ja, also doch, wenn ein Mensch tönt, entsteht auch was, aber es ist nicht so kraftvoll, wie wenn viele Menschen zusammen tönen. Je größer die Gruppe, desto umfangreicher das Wesen, das erschaffen wird, oder das Universum, was dadurch erschaffen wird. Und das ist auch was nicht dann auf den Raum begrenzt bleibt, wo es stattfindet. Also das Wesen Tönen, wenn das einmal in der Welt ist, breitet sich das aus. Es gibt auch diese Menschen, die mit so großen Ringen in so Seifenlauge gehen und so Seifenblasen machen, die dann so riesig werden und die dann so die so schweben, ne? Und da teilweise auch noch größer werden währenddessen. So muss man sich das vorstellen beim Wesen Tönen. Ich sehe auch so eine in Regenbogenfarben schillernde Blase, die aufsteigt durch das Tönen, der Oberton entsteht und dann ist es wie was sich immer mehr weitet, immer mehr weitet. Es ist aber nicht wie eine Seifenblase, die dann platzt, sondern es ist ein Wesen, was da erschaffen wird, nämlich das Wesen Tönen und das ist dann da. Und dieses Wesen
ist dann wie eine Informationswelle, die so durch die Natur schwebt und diese Informationen weitergibt, die in den Tönen beim Tönen zum Schwingen kamen. Was sind das für Informationen? Ja, weil das sind Herzinformationen. Also es ist sozusagen, wenn die Menschen tönen, dann kommt es aus dem Herzen. Beziehungsweise erst wenn es wirklich aus dem Herzen kommt, können diese Obertöne entstehen, aus dem das Wesen Tönen entsteht. Und diese Herzinformation ist scheinbar für viele Wesenheiten wichtig, wie so Nahrung. Ja, das ist wie Nahrung für andere Wesenheiten. Aber jetzt nicht Nahrung in dem Sinne, wie wir das verstehen, dass wir was essen, sondern es ist was sie im wahrsten Sinne des Wortes nährt. Wie ein gutes Gespräch oder Zusammensein mit Menschen, die man sehr mag oder die einem sehr am Herzen sind. Das hat ja immer was Nährendes. Und so ist es für Naturwesen, wenn wir für sie tönen. Deswegen spürt man die große Dankbarkeit der Naturwesen dann oft in Form von Wind oder so, dass die, wenn wir lang genug getönt haben, spüren wir doch oft, dass ein starker Wind kommt oder plötzlich, wo man merkt, jetzt ist gut, ist es sozusagen angekommen und der Wind verteilt es wahrscheinlich auch weiter. Also der sorgt dafür, dass das Wesen Tönen dann viele nährt in der Umgebung. Und das Wesen Tönen trägt auch zur Schwingungserhöhung bei, sowohl derer, die das Wesen Tönen erschaffen, als auch der Wesenheiten, die rundherum sind. Ja, weil so Herz-zu-Herz-Verbindungen entstehen, weil da Liebe fließt. Oder Liebe dadurch ins Fließen kommt und dadurch Liebe ins Feld gegeben wird. Also das Wesen Tönen nährt nicht nur die Wesenheiten rundherum, sondern es nährt auch das Feld mit Liebe. Aber entsteht es beim Tönen oder ruft man das Wesen durch das Tönen? Das Wesen tönen. Es ist so ein bisschen beides. Es ist so das Gleiche, was eigentlich passiert, wenn Eltern Liebe machen und dadurch ein Kind entsteht. Das heißt, sie sorgen körperlich dafür, dass ein Kind entstehen kann, aber gleichzeitig rufen sie ein Kind, was schon, oder eine Seele, die schon da ist. Deswegen, das Wesen Tönen wird sozusagen von den Tönenden gerufen und gleichzeitig erschaffen die Tönenden das Wesen. Also das ist so ein bisschen beides. Es ist eigentlich wie ein Kind entsteht. Weil ein Kind, was nur vom körperlichen Beisammensein entsteht, kein Kind, sondern da muss ja immer eine Seele auch kommen wollen. Und die Seele kommt vielleicht auch nur, wenn die Obertöne stimmen. Die Obertöne, wenn die Schwingung stimmt oder richtig für die Seele, die kommen will, richtig ist.
Das heißt, das Wesen Tönen ist genauso wie die Seelen, die zu uns kommen, immer schon da. Und wenn es gerufen wird, dann entsteht es neu und entfaltet sich oder entsteht dadurch, dass es einen Klangkörper bekommt. Aber es ist immer schon da. Es ist nicht, also die Tönenden geben dem Wesen Tönen einen Körper, einen Klangkörper. Aber das Wesen ist immer um uns, es ist immer da. Das Wesen Tönen noch eine Botschaft für uns. Es würde sich freuen, wenn wir zusammen tönen.